Hyunjoo posted her first statement about the bullying situation on Instagram today, April 18th, in Korean time 21. I was very scared of releasing my own statement. Even now I am very afraid. At the moment, my agency has only released statements that are different from the truth, and they have sued my brother who is still a student and my acquaintances. The parents of the perpetrators have sent me and my parents text messages of blame. The bullying began in 2014 when I was preparing for my debut, and continued until 2016 when I left the group. I, who was 17 years old at the time, had to live in a dorm while preparing to debut, so I had to spend 24 hours a day with perpetrators in a place where there was no one I could lean on. She could not stand the bully any longer and told her parents about it, and her parents spoke to the CEO of her agency. But she was blamed instead of the perpetrator. When the members found out, they tortured her even more. After this, she was no longer allowed to call her parents on her own. She had to speak in front of her manager on the phone. The situation got worse for her and she felt smaller and smaller. What has become public knowledge is only a small fraction of what took place, wrote Hyunjoo. She suffered from violent acts and behavior, ridicule, insults and attacks. It was painful for her to endure unfounded insults and attacks on her precious grandmother, mother, father and younger brother. She fell into darkness and made an extreme decision. I think she meant her suicide attempt, but it didn't look like the perpetrators felt any guilt because no apology came from them. Even after leaving the group, she couldn't forget what she was going through. It became a trauma that seemed to swallow her whole. She also mentioned how grateful she is for her younger brother who first brought out the truth and for everyone else who cheer her up every day. She could also see that there are people who suffer from wounds and emotions similar to her. From now on she will protect herself, her family and her acquaintances. She will also respond to the criminal charges her agency has brought against her, with the help of the people who support her. Chaewon just made a statement after Hyunjoo's statement. After Salmon left, she tried to look after the members and to stay reliable for everyone. She wrote that she paid extra attention to Hyunjoo, who had both physical and mental vulnerabilities at the time. That her mother and Hyunjoo's mother stayed close until and after their debut. She hopes that Hyunjoo will remember these and that the truth will be revealed. Chaewon shared that the manager was very stressed over Hyunjoo and that a manager can't have a big influence over how the agency decides to handle things. Hyunjoo hat am 18. April 2021 zur koreanische Zeit auf Instagram ihre erste Aussage über die Mobbing-Situation gepostet. Ich hatte große Angst, meine eigene Aussage zu veröffentlichen. Selbst jetzt habe ich große Angst. Im Moment hat meine Agentur nur Aussagen veröffentlicht, die von der Wahrheit abweichen. Und sie haben meinen Bruder, der noch Student ist, und meine Bekannten verklagt. Die Eltern der Täter haben mir und auch meinen Eltern Nachrichten mit Beschuldigungen geschickt. Das Mobbing begann 2014, als ich mich auf mein Debüt vorbereitete, und ging bis 2016, als ich die Gruppe verließ. Ich, die damals 17 Jahre alt war, musste während der Vorbereitung auf das Debüt in einem Wohnheim leben, also musste ich 24 Stunden am Tag mit Tätern an einem Ort verbringen, an dem es niemanden gab, auf den ich mich stützen konnte, schrieb Hyunjoo. Sie konnte den Tyrann nicht länger ertragen und erzählte ihren Eltern davon, und ihre Eltern sprachen mit dem CEO ihrer Agentur. Aber sie wurde anstelle der Täter beschuldigt. Als die Mitglieder davon erfuhren, folterten sie noch mehr. Nach dieser Sache durfte sie ihre Eltern nicht mehr alleine anrufen. Sie musste vor ihrem Manager telefonieren. Die Situation wurde für sie schlimmer und sie fühlte sich immer kleiner und kleiner. Was öffentlich bekannt geworden ist, ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was stattgefunden hat, schrieb Hyunjoo. Sie litt unter gewalttätiger Handlungen und Verhaltensweisen, Spott, Beleidigungen und Angriffen. Es war für sie schmerzhaft, grundlose Beleidigungen und Angriffe über ihre kostbare Großmutter, Mutter, ihres Vaters und ihres jüngeren Bruders zu ertragen. Sie fiel in eine Dunkelheit und traf eine extreme Entscheidung. Ich glaube, sie meint damit ihr Selbstmordversuch, aber es sah nicht so aus, als hätten die Täter irgendwelche Schuldgefühle, denn es kam keine Entschuldigung von ihrer Seite. Selbst nachdem sie die Gruppe verlassen hatte, konnte sie nicht vergessen, was sie durchmachen musste. Es wurde zu einem Trauma, das schien, als würde es sie ganz verschlucken. Sie erwähnte auch, wie dankbar sie für ihren jüngeren Bruder ist, der zuerst die Wahrheit herausgebracht hat, und für alle anderen, die sie jeden Tag aufmuntern. Sie konnte auch sehen, dass es Menschen gibt, die unter ähnlichen Wunden und Emotionen leiden wie sie. Sie wird von nun an sich selbst, ihre Familie und ihre Bekannte in Schutz nehmen.
Sie wird auch auf die Strafklage reagieren, die ihre Agentur gegen sie erhoben hat, mit Hilfe der Menschen, die sie unterstützen. Chaewon hat gerade eine Erklärung abgegeben, nach Hyunjoos Aussage. Nachdem Somin die Gruppe verlassen hatte, versuchte sie, sich um die Mitglieder zu kümmern und für alle zuverlässig zu bleiben. Sie schrieb, dass sie Hyunjoo, die zu dieser Zeit sowohl körperliche als auch geistige Schwachstellen hatte, besondere Aufmerksamkeit schenkte. Dass ihre Mutter und Hyunjoos Mutter bis und nach ihrem Debüt in Verbindung blieben. Sie hofft, dass Hyunjoo sich daran erinnert und dass die Wahrheit enthüllt wird. Chaewon teilte mit, dass der Manager über Hyunjoo sehr gestresst war und dass ein Manager keinen großen Einfluss darauf haben kann, wie die Agentur sich entscheidet, mit Dingen umzugehen.